Willkommen bei Talk Concrete, dem Netzwerk für den innovativen Beton. Heute zu Gast bei uns ist Martin Cronimus von der Cronimus AG. Er ist Vorstandsvorsitzender, hat Betriebe in Deutschland mit dem Schwerpunkt in Baden und auch in Frankreich. Und er ist heute bei uns zum Thema Sozialpartnerschaft in der Betonbranche. Ein Thema, das man in heutigen Zeiten Arbeitgeber, Arbeitnehmer immer wieder hört, aber er engagiert sich auch als Vorsitzender des Sozialpolitischen Ausschusses hier für die Steine-Erden-Industrie. Ist heute Sozialpartnerschaft noch gelebt? Ist es wichtig? Was sind die Vorteile für die Betriebe? Sozialpartnerschaft heißt, dass man erstmal mit einer Gewerkschaft über die tariflichen Arbeitsbedingungen verhandelt. Und das hat den einen Vorteil für die angeschlossenen Betriebe, dass der Streit oder die Auseinandersetzung um Lohnprozente, Lohngruppen und so weiter aus dem Betrieb mal rausgehalten wird, in eine Gruppe hineingetragen wird und da sucht man ein vernünftiges Ergebnis. Dann stellt das eine gewisse Gleichheit der Waffen her. Man will ja keine Konkurrenzkampf über Dumping im Lohn machen, sondern man will in der Technik, in maschinellen Anlagen die Konkurrenzkampf führen über die guten Produkte, aber nicht, dass der Mitarbeiter Lohn gedrückt wird. Das ist der nächste Vorteil in der Tarifpartnerschaft, dass man hier die Arbeitsbedingungen festlegt. Dritter Punkt ist, dass man einfach das habe ich auch lernen müssen über die 12 Jahre, die ich es mache, zwar meistens unzufrieden nach Tarifverhandlungen rauskommt, aber irgendwo wird der Tarifvertrag dann oder das Ergebnis immer besser. Man hat sich in der Wirtschaft im Streite mit der Gewerkschaft angepasst zur wirtschaftlichen Entwicklung, weil keine der Seiten kann klar voraussagen, was kommt. Und letztlich hat das, muss ich sagen, das Ergebnis so eine innere Weisheit. Und viertens hat der Mitarbeiter oder ist es attraktiv für Mitarbeiter in eine Firma zu gehen, die tarifgebunden ist, weil sie ungefähr wissen, was sie erwartet, wie die Gehälter geregelt sind, wie die Löhne geregelt sind, wie die Arbeitsbedingungen sind. Das macht einen am Arbeitsmarkt in unserer Branche zumindest attraktiv. Der Mindestlohn, der in vielen Branchen diskutiert wird, ist in unserer Branche gar kein Thema, weil wir viel höhere Einstiegslöhne haben als der gesetzliche Mindestlohn. Attraktive Arbeitsbedingungen. Trotzdem ist es immer wieder ein Thema in der Branche, auch qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Sind tarifgebundene Unternehmen da im Vorteil? Also wer sich an die Tarife hält, der hat durchaus einen Vorteil. Das Lohnniveau ist so hoch, dass wir auch mit anderen Industriebranchen konkurrieren können. Und da sehen wir also rein vom Geld her, gibt es keine Probleme, Mitarbeiter zu akquirieren. Ja, herzlichen Dank, Martin Cronimus. Das Plädoyer für die Tarifpartnerschaft, die sich allemal in der Auseinandersetzung untereinander lohnt. So viel heute von Talk Concrete.